So, es ist 12:15 Uhr. Wir starten mit dem heutigen Webinar. Willkommen zu diesem Webinar heute. Mein Name ist Regula Schaller. Ich werde dieses Webinar heute leiten. Ich werde unterstützt durch Niklas Schmitz heute. Niklas, wenn du dich kurz vorstellen könntest. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Niklas Schmitz. Ich bin seit Beginn von Dezember neu im Support und ich freue mich natürlich, Teil des Time Sensor Teams sein zu dürfen. Ich bin heute zuständig für Ihre Fragen, das heißt, stellen Sie so viele Fragen, wie Sie möchten und wir beantworten diese gerne. Wo Sie diese stellen können, wird Ihnen Regula anschließend gleich noch zeigen und dann somit zurück zu dir, Regula. Danke. Für die das Webinar schon kennen, die wissen bestimmt bereits, wo sie die Fragen stellen können. Ich zeige das jetzt trotzdem noch einmal. Sie haben auf Ihrer rechten Bildschirmseite ein GoToWebinar-Panel. Ich zeige Ihnen kurz mal meinen Bildschirm. Das sieht ungefähr so aus. Sie haben da auch eine Sektion, die Fragen heißt. Wenn Sie die aufklappen, dann können Sie hier Fragen eintippen. Die landen dann direkt bei Niklas und er wird sie entweder direkt im Chat beantworten. Wenn es eine Frage ist, die alle interessieren könnte, dann werden wir sie am Ende des Webinars bearbeiten. Und wenn es eine Frage ist, die vielleicht ein bisschen mehr Ausführung braucht und eine umfangreichere Erklärung braucht, dann werden wir die im Anschluss des Webinars per E-Mail beantworten. Gut, wie immer, Sie können uns sehen, Sie können uns hören, wir können Sie weder sehen noch hören, das kennen Sie ja mittlerweile. Und wir würden dann jetzt die Webcams ausschalten und die Präsentation starten. So. Gut, um was geht es heute? Heute geht es darum, was Sie am Jahresende in Time Sensor für Einstellungen machen müssen, damit Sie dann am 1. Januar 2021 gut starten können. Ich werde Ihnen 7 Punkte präsentieren. Zuerst werde ich über die Zeitfenster sprechen, die Sie in Time Sensor einstellen können, dann über den Kalender, über die Arbeitspläne, das Backup, warum Sie ein Backup machen sollten, über die Nummernkreise, über die Vorlagen und dann noch kurz eine kleine Bemerkung über die Mehrwertsteuer in Deutschland, da die ja wechseln wird auf das nächste Jahr. Gut, zum ersten Punkt, die Zeitfenster. Sie haben in Time Sensor verschiedene Zeitfenster, die Sie vielleicht nachstellen müssen. Sie haben 3 davon. Eines in der Buchhaltung, eines in der Zeitkontrolle und für unsere Schweizer Kunden eines im Lohnfeature. Dort können Sie eine maximale Zeitspanne von 5 Jahren hinterlegen. Ich wechsle jetzt kurz mal in meine Demo-Version, damit ich Ihnen das zeigen kann. So, das ist eine deutsche Demo, die ich hier offen habe. Unter Spezial Buchhaltung Einstellungen können Sie dieses Fenster hier aufrufen. Und hier sehen Sie jetzt beim zweiten Punkt Anzeige der Buchhaltung, dass meine Buchhaltung hier angezeigt wird von 2018 bis 2020. Das muss ich jetzt umstellen, damit ich nächstes Jahr weiterfahren kann mit der Buchhaltung. Ich stelle jetzt hier das Jahr auf 2021. 2018 bis 2021, das ist okay, das ist innerhalb der Zeitspanne von 5 Jahren. Dann bestätige ich das mit dem blauen Häkchen. Ich gehe weiter zu der Zeitkontrolle. Auch hier klicke ich auf die Einstellungen und mache genau das Gleiche. Anzeigen von 2019 bis 2020. Ich erhöhe hier von 2020 auf 2021. Wenn Sie diese Einstellung nicht machen, dann können Ihre User im nächsten Jahr keine
Timesheet-Einträge für das Jahr 2021 machen, dann werden alle Timesheet-Einträge automatisch auf den 31. Dezember 2020 gesetzt. Also achten Sie darauf, dass Sie das hier öffnen. Das können Sie auch bereits jetzt tun. Gut, auch das bestätige ich wieder mit Blau. Und falls Sie jetzt das Lohnfeature benutzen, machen Sie genau die gleichen Einstellungen in dem Button, wo Lohn steht. Ich habe das hier jetzt leider nicht, da das eine deutsche Demo-Version ist. Gut, die ersten Einstellungen sind also gemacht. Gehen wir weiter. Das Zeitfenster ist erledigt. Der Kalender. Falls Sie den Kalender in Timesensor benutzen, müssen Sie auch den kurz kontrollieren, ob die verschiedenen regionalen Feiertage korrekt hinterlegt sind. Auf der Basis des Kalenders werden dann auch die Arbeitszeitpläne berechnet. Zu den Arbeitszeitplänen komme ich nachher noch. Auch hier zeige ich Ihnen kurz, wo Sie die Einstellungen finden. Ich gehe zurück in meine Demo. Ich klicke auf Einstellungen, Parameter, Spezial. Und dann sehe ich jetzt hier die verschiedenen Feiertage. Ich habe einmal fixe Feiertage, der erste Weihnachtstag, der zweite Weihnachtstag und so weiter. Und ich habe Feiertage, die von Ostern abhängig sind. Sie können hier über das kleine Zahnrädchen oben auch die Feiertage für Ihren Kanton oder für Ihr Bundesland laden. Wenn Sie Feiertage haben in Ihrer Kanzlei, die nicht gesetzlich gegeben sind, dann können Sie die entweder über fixe Feiertage oder über von Ostern abhängige Feiertage hinzufügen. Einfach aufs Plus klicken, dann können Sie die hinzufügen hier. Wenn das alles gemacht ist, klicken Sie einmal auf Jahreskalender definieren, wechseln Sie von 2020 zu 2021 und schauen Sie hier unten kurz nach, ob denn alle Feiertage, die Sie in Ihrer Kanzlei haben, hinterlegt sind. Wenn das so ist, dann kann ich dieses Fenster schließen und zum nächsten Punkt übergehen. Wie bereits erwähnt, auf dem Kalender basieren die Arbeitszeitpläne. Arbeitszeitpläne benutzen Sie dann, wenn Sie in der Zeitkontrolle das Arbeitspensum Ihrer Mitarbeiter hinterlegt haben. Auch hier zeige ich Ihnen gerne kurz, wo Sie das finden. Und zwar unter Spezial, Zeitkontrolle, Arbeitszeitpläne. Wir haben jetzt hier den Heinz Huber, der arbeitet 100% bei uns. Hier ist sein Arbeitszeitplan. Wenn ich jetzt nach rechts scrolle ins Jahr 2021, sehen Sie, dass hier der Arbeitszeitplan noch nicht nachgetragen wurde. Ich mache das jetzt, indem ich auf das Zahnrädchen klicke. Ich sage Bruttoarbeitszeit aus Kalender berechnen und trage hier ein, wie viele Stunden pro Tag der Heinz Huber denn arbeiten muss. Der arbeitet jetzt hier 40 Stunden in der Woche, das ist gut so. Ich klicke auf OK und Timesensor berechnet, wie gesagt, basierend auf den auf den Kalender, wie viele Stunden der Heinz Huber bei einem 100% Pensum im Monat arbeiten muss. Der Heinz, der arbeitet aber nicht nur, der hat natürlich auch Ferien. Die Ferien sehen Sie hier. Das ist ein Zählerprojekt. Hier kann ich jetzt auch wieder über das kleine Zahnrad hinterlegen, wie viele Stunden im Jahr der Heinz den Ferien zugute hat. Bei ihm sind es hier 200 Stunden pro Jahr, das sind 16,67 Stunden im Monat. Ich klicke auf OK und Timesensor füllt hier die Stundenanzahl pro Monat ein. Das müssen Sie für jeden Arbeitsplan von jedem Mitarbeiter machen. Ich klicke auf OK und dann ist das gespeichert. Gut. Wenn Sie das gemacht haben, dann haben Sie für das alte Jahr eigentlich alles erledigt.
Denn das nächste, was gemacht werden muss, ist das Backup. Es ist ratsam, ein Zusatz-Backup zu machen, wenn die Arbeiten fürs 2020 abgeschlossen sind, wenn Sie Ihre Einstellungen gemacht haben, wenn die Mitarbeiter aus der Datenbank raus sind, dann können Sie Ihrem IT-Supporter sagen, dass ein Backup erstellt werden soll auf einen dauerhaften Datenträger, also zum Beispiel auf eine externe Festplatte. Das ist aus buchhalterischen und forensischen Gründen noch nützlich. Wenn Sie nicht wissen, wie so ein Backup gemacht wird, dann kontaktieren Sie Ihren IT-Supporter, der weiß das. Wie gesagt, Sie feiern dann Neujahr und dann vielleicht am 1. Januar, vielleicht aber auch erst am 4. Januar, kommen Sie zurück in die Kanzlei. Und dann haben Sie noch ein paar weitere Aufgaben, die Sie als Administrator im Timesensor machen müssen. Nämlich zum Beispiel die Nummernkreise nachführen. Eventuell haben Sie im Timesensor verschiedene Nummernkreise, zum Beispiel in den Rechnungsnummern, in den Aktenzeichen oder in den Archivnummern. Das sind die Nummern, die Timesensor vergibt, wenn Sie ein Mandat archivieren. Falls Sie die Rechnungsnummern zum Beispiel so aufgebaut haben, dass die Jahreszahl drin steht, dann müssen Sie die anpassen, bevor die erste Rechnung gestellt wird. Wie das geht, zeige ich Ihnen wieder anhand der Demo-Version hier. Ich gehe wieder in die Einstellungen auf Parameter und dieses Mal gehe ich jetzt zu den Finanzen. Ich klicke auf Debitoren, weil ich hier meine Rechnungsnummer hinterlegen kann. Sie sehen, bei mir steht 2020 fürs Jahr 786. Die nächste Rechnung, die ich machen würde also diese Nummer hier erhalten. Nehmen wir an, es ist jetzt aber der 4. Januar 2021. Die erste Rechnung, die wir machen werden, soll in der Nummer 2021 haben. Das heißt, ich überschreibe hier die nächste Nummer. 2021 und dann 000 001. So, dreistellig hier hinten. Timesensor wird dann als nächste Rechnungsnummer diese Nummer hier nehmen. Passen Sie auf, falls Sie hier unten im Pool der wiederverwendbaren Nummern noch etwas drin haben, falls Sie da noch eine Nummer drin haben, dann wird Timesensor zuerst diese Nummer hier nehmen. Löschen Sie die Nummern im Pool also raus. Okay, machen Sie das noch nicht jetzt, machen Sie das erst im neuen Jahr. Wenn Sie hier im Pool Nummern sehen, die noch 2020 drin haben, dann nehmen Sie die raus. Gut, gehen wir weiter zur Mandatseröffnung. Das ist der erste Tab hier. Falls Ihr Aktenzeichen so aufgebaut ist, dass Sie am Anfang des Jahres wieder bei der 1 anfangen, dann haben Sie diese Einstellungen hier gemacht. Also die Nummerierung ist auf flexibel und Sie haben die Jahreszahl automatisch angehängt. An diesen Einstellungen müssen Sie nichts ändern. Das ist okay, so wie es ist hier. Aber bei dem Eröffnen vom ersten Mandat im neuen Jahr, ich gehe kurz mal in einen Mandanten rein und öffne ein Mandat, ein neues. So. Sobald Sie das erste Mandat des Jahres eröffnen, müssen Sie in diesem Feld hier unser Zeichen die Zahl vor der Jahreszahl überschreiben. Zum Beispiel mit 001. Das wird jetzt bei mir bei der Demo-Version nicht funktionieren, weil die Demo-Version ist noch auf 2020, es ist ja noch nicht 2021. Bei Ihnen im neuen Jahr, sobald hier hinten das Jahr gewechselt hat, wird es funktionieren. Ja, genau. Achten Sie darauf, dass Sie dieses Feld hier ändern. Es nützt nichts, wenn Sie den Namen überschreiben. Sie müssen wirklich das Feld unser Zeichen überschreiben. Wenn Sie da die 001 reinschreiben, dann wird Timesensor von dort an weiterzählen.
ohne dass Sie irgendetwas machen. Sie müssen also nur das erste Mandat des Jahres ändern. Gut. Der dritte Nummernkreis, den Sie anpassen können, befindet sich auch in den Finanzen, und zwar betrifft das die Mandatsarchivierung. Vielleicht haben Sie hier verschiedene Nummernkreise drin. Zum Beispiel, Sie haben verschiedene Standorte. Und für jeden Standort haben Sie einen eigenen Nummernkreis. Wenn Sie den auch wieder bei der 1 anfangen möchten, dann können Sie hier die nächste Nummer überschreiben und eine 1 reintun. Auch das funktioniert nur, wenn Sie das Archivierungsjahr hier unten, wenn Sie das anhängen. Das sind die 3 Nummernkreise, die Sie anpassen müssen, bevor Sie die erste Rechnung machen, bevor Sie das erste Mandat erstellen, bevor Sie das erste Mandat archivieren. Gehen wir weiter. Nach den Nummernkreisen können Sie sich um die Vorlagen kümmern. Vielleicht können Sie sich erinnern, früher war es so, dass Sie diese Listen zwingend am 31.12. Ausdrucken mussten. Das ist jetzt nicht mehr so. Diese Vorlagen können Sie auch gerne noch Ende Januar oder im Februar ausdrucken. Es spielt keine Rolle, denn die Vorlagen sind so programmiert, dass sie das Jahr abfragen, zu welchem Sie Informationen ausdrucken möchten. Die entsprechenden Vorlagen finden Sie auf unserem Supportportal. Ich rufe das kurz auf hier, support.timesensor.com. Es gibt ein FAQ dazu im Hilfecenter. Ich suche jetzt einfach kurz mal nach Jahreswechsel, weil ich weiß, dass dieses Wort da drin vorkommt. Und ich finde, was ist nach einem Jahreswechsel zu beachten? Zack. Ich öffne den FAQ. Hier drin steht übrigens ungefähr genau das, was ich Ihnen jetzt alles erkläre. Also wir schicken Ihnen diesen FAQ dann auch nochmal zu, damit Sie das nochmal durchlesen können. Ganz unten finden Sie die 3 Vorlagen. Offene Leistungen, offene Rechnungen, offene Vorschüsse. Ich lade die 3 jetzt mal runter. Zack, zack, so. Sie befinden sich jetzt in meinem Download-Ordner. Ich wechsle wieder in meinen Timesensor, gehe zu den Adressen. Das ist wichtig. Die Vorlagen müssen in die Adressen rein, nicht in die Finanzen, ja? Also Adressen, Mitarbeiter. Ich öffne hier die Vorlagensammlung. So. Parallel dazu öffne ich in meinem Finder jetzt auch oder in Ihrem Explorer, je nachdem auf welchem Betriebssystem Sie arbeiten, öffne ich mal den Ort, wo die Vorlagen drin sind. Das sind diese 3 hier. Und ich füge die jetzt einfach per Drag and Drop in meine Vorlagensammlung ein. Also ich nehme jetzt hier die offenen Leistungen, zack, die offenen Rechnungen und die offenen Vorschüsse. Und Sie sehen, ganz unten wurden diese 3 Vorlagen hinzugefügt. So. Sie können diese Vorlagen auch schon heute hinzufügen, wenn Sie möchten. Sie können die auch erst nächstes Jahr hinzufügen, wenn Sie möchten. Das spielt keine Rolle. Zum Ausdruck von diesen Vorlagen, wenn wir dann bereit sind, die offenen Rechnungen auszudrucken, die wir im 2020 noch hatten, klicke ich einmal auf die Firma. Der Grund, dass wir die Firma auswählen, ist, dass beim Ausdruck wird ja auch ein PDF generiert und gespeichert. Und dieses PDF muss irgendwo gespeichert werden. Wir möchten gerne, dass dieses PDF im Dossier der Firma, also bei uns jetzt hier Muster- und Sample Rechtsanwälte, gespeichert wird. Ich rufe die Vorlagensammlung auf und klicke auf offene Leistungen Jahresende. Ich klicke auf Entwurf. Jetzt wird das Jahr abgefragt. Ich gebe jetzt hier mal 2020
2020 ein. Time Sensor holt sich jetzt alle offenen Leistungen, die am 31.12.2020 offen waren. Sie bekommen dann so eine Liste, wo Sie sehen, wer ist der Mandant, welches ist das Mandat und wie viele aufgelaufene Leistungen hatten wir denn da drin. Unten noch kurz ein Total und dann können Sie das drucken und archivieren. Genau das Gleiche funktioniert auch zum Beispiel bei den offenen Vorschüssen. Auch hier gebe ich wieder das Jahr ein. Ich habe jetzt in meiner Demo nur 2 noch nicht angerechnete Vorschüsse. Das bedeutet, auf diesen Mandaten hier wurden Vorschussrechnungen bezahlt. Diese Vorschussrechnungen wurden aber noch nicht an einer Endrechnung angerechnet. Falls nur ein Teil von der Vorschussrechnung angerechnet wurde, sehen Sie den Betrag hier. Also hier heißt unter angerechnet. Auch diese Liste drucke ich und archiviere ich. Ich entferne jetzt das Häkchen bei Drucken, sonst geht hier der Drucker los und dann verstehen Sie mich wahrscheinlich dann nicht mehr. Und die letzte Vorlage, die ich Ihnen noch zeigen möchte, waren die offenen Rechnungen. Genau. Auch hier wieder genau das Gleiche. Das Jahr wird abgefragt. Ich tippe 2020 ein. Time Sensor holt die Rechnungen, die am 31.12.2020 noch nicht bezahlt waren. Hier spielt es keine Rolle, wenn Sie am 5. Januar eine Rechnung als bezahlt markieren. Denn die Rechnung war am 31.12. noch offen und würde dann auch auf dieser Liste hier erscheinen. Auch hier drucken, archivieren und dann habe ich meine 3 Listen, die ich entweder weiterverarbeiten kann oder der Treuhänderin abgeben kann. Gut, soviel zu den Listen. Kommen wir noch kurz zum letzten Punkt. Das betrifft jetzt nur unsere deutschen Kunden. Bei Ihnen gab es ja eine Mehrwertsteuersenkung auf 16%. Wenn Sie sich erinnern, dann haben wir, als diese Änderung in Kraft getreten ist, die Leistungen dupliziert. Und Sie haben dann mit den Leistungskürzeln zum Beispiel HC gearbeitet, damit 16% auf die Leistungen draufgerechnet wird. Fürs neue Jahr gehen Sie jetzt einfach zurück zu den Standardkürzeln. Also zum Beispiel wenn Sie HC benutzt haben fürs Honorar, dann gehen Sie einfach zurück aufs H. Genau das gleiche fürs RVG. Wenn Sie jetzt mit RVGC gearbeitet haben, gehen Sie zurück aufs RVG. Also es wird alles wieder so, wie es vor der Mehrwertsteuerkürzung war. Wo Sie ein bisschen aufpassen müssen, ist, wenn Sie Ertragskonten hinterlegt haben in den Mandaten, die explizit für 16% Mehrwertsteuer ausgelegt waren, dann müssen Sie bei der Rechnungsstellung dort besonders darauf achten, dass Sie das richtige Ertragskonto ausgewählt haben. Das können Sie ja bei der Rechnungsstellung noch beeinflussen. Gut, dann sind wir bereits am Ende dieses Webinars. Das war ein sehr schnelles Webinar. Wir wollen ja schließlich alle Weihnachten feiern und uns nicht lange mit diesen Einstellungen hier aufhalten. Niklas, wie sieht es aus? Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, vielen Dank für eure Fragen. Es wurden viele verschiedene Fragen gestellt. Ich habe mir noch 2 ausgesucht, die wahrscheinlich spannend für euch alle wären. Die eine ist,
Wo könntest du vielleicht noch einmal zeigen, wo man die Vorlagen finden wird? Ja, die Vorlagen Das finden sind die Sie Liste. auf die Listen, ja. Die finden, also es sind Vorlagen, es sind nicht Listen. Die finden Sie auf unserem Trainingsportal, also support.timesensor.com. Da können Sie dann im Hilfecenter können Sie entweder auf die FAQs gehen und den entsprechenden FAQ suchen. Ich mache das aber meistens so, dass ich einfach direkt den Artikel suche. Also ich gebe jetzt hier einfach Jahreswechsel ein und dann erscheint hier der Artikel, was ist nach einem Jahreswechsel zu beachten. Ganz unten von diesem Artikel finden Sie hier unter den Anhängen dann diese 3 Vorlagen. Wir werden Ihnen den Link auf diesen FAQ-Artikel aber noch zuschicken. Okay. Dann wurde noch eine weitere Frage gestellt, weshalb die Vorlagen sich unter Mitarbeiter befinden. Naja, Sie können die Vorlagensammlung von Mandanten oder Mitarbeitern unterscheiden sich nicht. Das ist die gleiche Vorlagensammlung. Also wenn ich jetzt hier die Vorlagensammlung öffne unter Mitarbeiter oder hier unter Mandanten, spielt keine Rolle. Sie sehen, die Vorlagen hier, das sind die gleichen. Die Vorlagen sind unter Adressen drin, weil das Vorlagen sind, die Ihre Kanzlei betreffen. Also meistens ist Ihre Kanzlei der Datensatz 100. So wie hier. Bei mir der Mitarbeiter 100 ist die Kanzlei Muster und Sample. Und hier werden die PDFs dann auch gespeichert. Genau. Es wurde noch kurz die Frage gestellt, ob man die Vorlagen auch zuerst entzippen muss. Und das ist auch der Fall. Ja, das kommt drauf an. Mac-Computer, die entzippen meistens von alleine. Windows-Computer machen das nicht. Also Sie werden sehen, wenn Sie in Ihrem Download-Ordner ein ZIP-File haben, dann ja, müssen Sie es entzippen. Vielleicht übernimmt das Ihr Mac-Computer aber bereits für Sie. Entweder kriegen Sie ein ZIP-File, dann müssen Sie es entzippen, oder Sie kriegen ein TST-File, dann ist es okay. Genau. Ich hoffe, wir konnten somit alle Ihre Fragen beantworten. Falls Sie noch eine Frage haben oder wir eine noch nicht beantwortet haben, dann werden wir uns per E-Mail noch bei Ihnen melden. Falls Sie noch eine haben, dann können Sie gerne über die Webseite ein Ticket dazu erstellen und dann können wir das somit auch beantworten. Genau, ich zeige Ihnen das kurz auf unserer Webseite hier, auf unserem Trainingsportal. Wenn Sie auf die Startseite gehen, dann können Sie hier entweder ins Hilfecenter gehen und die FAQs durchsuchen, oder Sie können rechts davon ein Ticket erstellen. Die Tickets sind richtig nützlich, weil Sie sehen dann immer, was Ihr Ticket für einen Status hat. Sie müssen dann nicht bei uns anrufen oder uns eine E-Mail schicken, wie weit Ihre Supportanfrage ist, sondern Sie können sich hier auf unserem Trainingsportal anmelden und sehen dann immer Ihre Tickets, die Sie offen haben. Gut. Wenn wir keine weiteren Fragen haben, dann wäre es das für heute. Dann wünsche ich Ihnen ganz schöne Weihnachten. Bleiben Sie gesund und rutschen Sie gut ins neue Jahr. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.